Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Im Jahr 1993 ist mit der neuen Burg die schönste Ritterwelt von Playmobil herausgekommen. Mit der Burgbelagerung, dem Ritterturnier der Jagdgesellschaft und mit den Räubern. An diese wunderschöne Ritterwelt von 93 erinnert auch unser heuriger Jubiläumsritter. Anstatt der klassischen mittelalterlichen Fachwerkstatt mit den vielen Häusern gibt es 93 nur Burgen für Ritter. Die kleine Burg, die große Burg und den Felsenturm. 95 kommt die Magierruine und 97 die Burgverteidigung. Die Burg ist im selben Stecksystem wie 1977 gebaut. Allerdings wurden die meisten Elemente sehr stark verbessert. Die Steckelemente bekamen Klemmrillen, damit sie besser zusammenhielten. Die Türen und Tore waren mit eingesteckten schwarzen Scharnieren festgemacht. Die Deckenelemente der Häuser hatten auch bessere Haken, die weniger abbrachen. Die Dächer bekamen große Öffnungen, damit man den Dachboden bespielen konnte. In den Fenstern der Dachgauben wurden Fensterflügel eingesetzt. Besonders auffällig sind die schönen, breiten, neuen Zinnenelementen mit ihren Bögen. Wir haben statt den alten Laternen Fackeln eingesteckt. Das Burgtor ist bedruckt. Wir haben viele Kleinigkeiten, Funktionen sind eingebaut, wie zum Beispiel die Falltür. Bei der großen Ritterburg haben wir ein wunderschönes Burgtor mit einer Pechnase. An der Pechnase ist das Wappen der Burg angebracht. Das Dach ist eigentlich ein kleines Vordach der Fachwerkhäuser. Wir haben eine Winde mit 2 Ketten. Mit dieser kann man die Zugbrücke wie in Wirklichkeit aufziehen und ablassen. Besonders schön sind aber die neuen Rundtürme mit ihren breiten, eingesteckten Strebepfeilern. Mit einem längeren Zinnenelement sind sie an der Burgmauer festgemacht. Sie haben oben einen großen Zinnenkranz, auf den man auch ein Kegeldach aufsetzen kann. Die Böden haben Luken mit Aussparungen für die Leitern. An den Zinnen kann man entweder Fahnen oder einen Aufzug festmachen. Der Aufzug kann außen oder innen verwendet werden. Wir sehen hier auch die Mauerelemente mit den neuen Schießscharten. Auf der großen Burg haben wir 3 Wappen, das Burgwappen mit dem neuen Rundturm, das Wappen des Schwanenritters und das Königswappen mit Lilie und Krone. Der Burgherr ist der Herzog, er bläst gerade in sein Jagdhorn. Die Herzogin hat einen goldenen Schlüsselbund am Gürtel für die Schatztruhe, die hinten steht. Der kleine Junge hat ein Holzschwert und ein Becken als Schild. Im Turm bläst der Herold in die Fanfare. 2 Wachen bewachen die Burg und eine Magd holt Wasser aus dem Brunnen. Es ist ein Pferd dabei mit Zaumzeug und Satteldecke. Wir haben den Bürgertisch mit 2 Bürgerstühlen. Das Geschirr ist nicht mehr verchromt, sondern nur noch grau. Die Burg hatte diese Ausmaße. Im Jahr 97 kam noch ein Set dazu, das man Burgverteidigung nannte, mit einem Stück Burgmauer und einem zusätzlichen Rundturm, das man an die Burg anbauen konnte. Erweitert schaut die Burg so aus.
Bereits 93 begann der Angriff mit der Steinschleuder, mit dem Katapult, 3 Figuren, ein Anführer mit einem dicken Bauch, mit einem neuen Visierhelm mit Nasenschutz. Die Figuren haben alle die neuen Ritterschuhe. Das Katapult kann mit Steinen oder mit Brandbomben schießen. Und in den Pausen kann man den Durst mit einem Krug Bier löschen. Bei der Burgverteidigung im Jahr 97 gab es die Hakenleitern und die Sprossenleitern, mit denen man die Burgzinnen besteigen konnte. Es gab aber eine wirksame Abwehr, einen Kran mit Steinen, Angreifer abgewehrt. Also braucht es den Angriffsturm. Der Angriffsturm war in einem getrennten Set erhältlich. Wir sehen, die Angreifer haben als Wappen den gekrönten Greif, wie beim roten Turnierritter von 79. Der Angriffsturm steht auf Rollen. Er hat viele Stockwerke, die man mit einer Leiter erreichen kann. Oben ein Podium für den Armbrustschützen. Die Armbrust hat aber kein Gummiband mehr. Sie ist nur noch eine Attrappe und kann nicht mehr echt schießen. Ebenso sind die Pfeile nur Dekoration. Der Angriffsturm hat eine Zugbrücke. Diese Zugbrücke kann man mit einer Winde ablassen. Die Figuren sind mit den Füßen auf Haltern festgeklemmt. Wir sehen, die Burgverteidigung ist mit diesem Stachelbrett sehr wirksam. Es gibt hier wohl kein Durchkommen. Unten ist ein Rammbock eingebaut mit einem schönen Ziegenbock. Diesen Rammbock kann man ausfahren und man kann damit die Burgmauer einschlagen. Es gibt einen speziellen Mauerdurchbruch in dieser Burgverteidigung. Nun können die Angreifer in die Burg einsteigen. Die dritte Burg von 93 war der Felsenturm. Ein großer Rundturm mit neuen Ruinenelementen und mit einem riesengroßen Geländeunterbau aus Felsen, wie er dann später verstärkt üblich wurde. Vorn haben wir eine große Höhle, die mit einem Fallgitter verschlossen wird. Hinten haben wir noch einen Geheimeingang mit einer Geheimtür. Im Rundturm wird das weiße Burgfräulein vom Drachenritter gefangen gehalten. 95 gleiten wir dann bereits ein bisschen in die Märchen- und Zauberwelt ab. Für den Felsenturm gibt es hier den Drachen. Der Drachen ist voll beweglich, Kopf schwenkbar, drehbar, Flügel, Hals, Schwanz. Der Drache ist festgekettet und es ist auch ein Prinz dabei, ein Drachenkämpfer mit Flammenschwert und mit Einhornharnisch für sein Pferd. Im Jahr 95 ist mit den Ruinenteilen der Magierturm herausgekommen, die Zaubererruine. Wir sehen hier eine bewachsene Ruine. Im ersten Stock, im verfallenen Turm, ist der Zauberer mit seinem Raben. Mit dem Vergrößerungsglas studiert er die ältesten Zaubersprüche in seinem goldenen Buch. Inzwischen musste wahrscheinlich der Zauberlehrling Gold herstellen, denn hier haben wir ein ganzes Chemielabor auf dem Geschirrschrank. Er rief aber den Flaschengeist und wird den wahrscheinlich nicht mehr so schnell loswerden.
Nach diesem Überblick über die Gebäude kommen wir jetzt zu den Figuren. Wir können uns erinnern, die ersten Figuren von Playmobil waren auch Ritter, die im Herbst 1974 herauskamen. Ich habe hier die zweite Ausgabe mit der B-Prägung auf den Füßen. Die Ritter hatten einen chromfarbenen Körper, der ein Kettenhemd oder einen Harnisch symbolisierte, einen Spitzhelm und ein Tatzenkreuz, das heißt ein Malteserkreuz am Schild. 1977 kam dann die Nürnberger Stadtwache heraus und 1979 gab es diese Turnierritter. Die hatte ich auch, die waren meine Lieblingsritter mit einem gepanzerten Pferd, ein Visierhelm, vorn und hinten ein Harnisch und mit 2 Knappen und einem Herold. 1986 gab es vollkommen neue Ritter mit neuen düsteren Farben und neuen Formen. Die Knappen hatten Rundschilder aus Holz mit Metallaufsatz und am Rücken hatten sie keinen Umhang mehr. Der Ritter hatte wunderschöne Armschienen mit Brechringen. Ich sehe gerade, der Brustpanzer fehlt mir. Er hat eine Halsberge und eine Sturmhaube mit Visier. Die Farben sind düster, das Wappen geheimnisvoll. Ich hatte diesen Ritter auch, habe für ihn meine letzte Burg gebaut. Es war bei mir immer ein guter Ritter, es war der gute Ritter Ivanhoe. Der Ritter wurde 1993 zum Drachenritter. Die Figuren bekamen Ritterfüße und am Rücken einen Aufdruck und ein Schild und eine Drachenfahne. Der Drachenritter wurde dann zum Beherrscher des Felsenturms, wo er die Jungfrau gefangen nahm. Also wurde der schwarze Ritter zu einem bösen Ritter. Jetzt schauen wir uns das Ritterturnier an. Wir haben hier den Schwanenritter. Der Schwanenritter kam 1993 mit einem Turnierzelt heraus. Der Schwanenritter hat eine neue Rüstung. Interessant, es sind die Beinschienen auf der Rüstung, die aufgesteckt sind, neue Armschienen, Brustpanzer, einen Helm und leider kann man das Visier am Helm nicht öffnen. Es ist hinten der Federbusch und oben als Helmzier der Schwan aufgesteckt. Das Pferd hat eine Schabracke mit dem Schwanenwappen und auch am Kopf eine Decke. Wie in Wirklichkeit braucht der Ritter eine Stiege, um aufs Pferd zu kommen. Das Pferd hat einen Eimer zu trinken. Es ist ein Knappe dabei mit einer schönen Halskrause und mit einer gebogenen Feder an seinem Hut. Es ist ein großer neuer Waffenständer dabei, wo man Rüstungsteile und Waffen ablegen kann. Wir sehen die neue Turnierlanze, Morgenstern und eine Streitaxt. Hier haben wir die Schatztruhe. Man kann mit dem Schloss die Schatztruhe verschieben. Hier habe ich die Teile auch noch in Originalverpackung. Hier kann man sehen, dass der Ritter eine ziemlich dunkle Goldfarbe hatte. Der Ritter wohnte in einem Turnierzelt, Boden, Gerüst und Dach aus Kunststoff, aber die Zeltplane aus Papier. Man konnte sie aufklappen. Drinnen haben wir eine Liege und einen Sitz und man konnte das Zelt auch verschließen. Das Zelt wurde dann später auch als Römerzelt verwendet. Es kam aber in einer ganz anderen Form als weißes Königszelt 1995
nochmal heraus mit dem Königsritter. Jetzt schicken wir den Schwanenritter auf das Ritterturnier. Hier haben wir die Packung mit der wunderschönen Turniertribüne mit den Wappen Burg, Schwanenritter und Königswappen. Man beachte den Hintergrund, welch wundervolle Dekoration. Der Herzog wohnt dem Turnier bei, Herzogin und ein Burgfräulein. Er hat 2 Herolde, einer bläst in der Fanfare und einer hat das goldene Schwert, das wahrscheinlich dem Sieger überreicht wird. Wir haben auch eine Stiege als Aufgang, eine Schatztruhe und den großen Waffenständer mit den Turnierlanzen. Aus Holz mit 2 Morgensternen, 2 Streitaxten. Die Schwerter haben die Ritter selbst mit, sie haben ebenfalls eine Fahne. Hier sehen wir den Helm vom Schwanenritter in grauer Farbe, der Königsritter mit Lilie und Krone und der zweite Ritter ist der Ritter von der Burg. Er hat den Visierhelm, den wir schon bei der Burgbelagerung, beim Belagerungsturm gesehen haben. Was nicht im Set enthalten war, war diese Bande. Die Turnierschranken kamen erst 2004 heraus. Das zweite Turnierset von 93 war der Königsbaldachin. Ein Podium, ein kleines Podest mit einem goldenen Hocker und einem kleinen Baldachin. Der König, die Königin mit der großen Krone, der König hat einen Hermelinmantel, einen lilienbestickten Körper und er hat das goldene Vlies umgehängt. Die Krone ist geschlossen, er hat das alte Zepter in goldener Farbe in der Hand. Die Königin hat auf ihrem Kopftuch eine Krone und es ist auch die Hofdame dabei. Der Prinz ist in den Farben des Königs und er beschäftigt sich mit dem Jagdhund. Vorn liegt ein Bärenfell, ein Herold mit Trompete und 2 Wachen mit Hellebarden bewachen den König. 93 gab es auch den Gefangenentransport, eine kleine Kutsche mit 2 Soldaten und im Käfig transportieren sie einen Straßenräuber. Dieser Straßenräuber mit dickem Bauch, offenem Hemd, Augenklappe und Mobilux Backenbart in oranger Farbe. Es ist interessant, auf diesen Wagen kann man anstatt dem Käfig auch Seitenwände montieren oder man kann auf diesem Wagen auch das große Fass vom Räubergelage transportieren. Ein wenig später kam dann noch der Trosswagen heraus mit Marketenterin und Ritter. Hier ist ein Ochsengespann vorgespannt, aber der echte Ochse war gefleckt und es war eben ein Ochse und nicht eine Kuh. Hier sehen wir die Marketenterin in ihrem Planwagen mit Besen und Flagge. Sie führt eine Ziege und einen Hund mit und sie bietet hier Verpflegung und Stärkung für die Ritter an. Es ist auch ein dickbauchiger Ritter dabei mit einem imposanten Helmschmuck, mit dem Zugochsen und der Blume im Wappen. Er trägt Cowboysporen. Das war früher bei den Rittern so. Hier sehen wir das auch bei dieser Einzelfigurenpackung. Da war auch ein dickbauchiger Ritter mit Sporen. Was war interessant an dieser Packung? Der Ritter bekam nicht nur Verpflegung, sondern wir sehen, er wurde auch verarztet. Es war auch ein Verband, Kopfverband und Armverband dabei, der mir fehlt, damit man den Ritter auch verarzten konnte, wenn er es nötig hatte. Im folgenden Jahr
Im Jahr 1994 kam die Jagdgesellschaft heraus. Ich habe hier den alten Jäger mit Armbrust und Jagdspieß. Bei uns war das immer der Robin Hood. Auch der neuere Jäger auf dem Pferd mit Pfeilbogen und mit den 2 Jagdhunden wird auch ganz häufig als Robin Hood bezeichnet. Er hat einen kleinen feinen Schnurrbart, er hat Ritterstiefel an, eine aufgedruckte Satteldecke und 2 schöne Jagdhunde. Hier im Hintergrund habe ich noch den Tanzbär, ein sehr schönes Set mit einem Bärendompteur, mit Tartarenhut, Tambourin, ein Tanzbär, eine Frau, eine Junge und die Flöten des Schlangenbeschwörers. Das ist aber eine Originalverpackung und ich mache sie nicht auf. Hier haben wir die Jagdgesellschaft. Wir sehen, der Jäger ist ein Falkner. Er hat einen Hut, eine Tasche umgehängt, einen Falknerhandschuh. Da ist die Armmanschette entfernt und statt der Armmanschette gibt es einen Falknerhandschuh. Darauf sitzt der Falke mit seinem Kopfschutz. Es ist auch ein Wildschwein erlegt worden. Mit 2 Seilschlingen kann man das Wildschwein an einem Baum befestigen und diesen können der Jäger und sein Gehilfe. Der Jäger hat ein Jagdhorn und der Gehilfe hat eine Keule. Sie tragen das erlegte Wildschwein nach Hause. Es sind 3 Jagdhunde dabei und auch 3 Hasen als mögliche Beute. Der kleine Junge geht mit dem Jagdspieß. Ein weiteres schönes Set ist das Räubergelage. Das Räubergelage hat einen sehr schönen, großen, mächtigen Baum mit sehr schönen detaillierten Zweigen, mit Steckkern, wo man Vögel und Eichhörnchen aufstecken kann. Wir haben hier eine Sitzgruppe, ein sehr großes Bierfass, der Schankwirt mit seinen Pantoffeln. Es sind die Mittelalterpantoffel von 77, aber in diesem Fall sind sie aus Gummi. Der Schankwirt hat einen Schurz, einen Backenbart und eine Zipfelmütze. Er hat angezapft und man sieht, wie reichlich er Bier ausschenkt zur Unterhaltung, Laute und Fiedel. Und bei den Figuren ist einmal ein Ritter dabei mit Pferd, mit der Sturmhaube, aber ohne Visier. Das Räubergelage sollte eigentlich die fröhlichen Gefährten von Robin Hood verkörpern. Das ist dann wohl Robin Hood mit rotem Hut und Lady Marian. Der Gottesmann mit dem Gebetbuch sollte wohl Bruder Duck sein. Er hat eine Tonsur, er ist schwarz und hat Sandalen. Dann ist noch wahrscheinlich Little John dabei. Er hat den Marco Polo Hut auf und noch eine Magd barfuß mit Pantoffeln. Es gab auch 93 oder 94 den berühmten Bettelmönch, der dickbauchige Mönch mit seiner einfachen braunen Kleidung, Sommersprossen im Gesicht, roten Haarkranz mit seiner Tonsurglatze. Den Wanderstab nimmt er, um sein Bündel mit seiner Wäsche zu tragen. Er ist auch barfuß und hat Sandalen. 1995 gab es dann auch die skandalöse Henkerfigur. Man fand es wohl sehr lustig, bei Playmobil einen Henker herauszubringen. Hans Beck hatte sogar auch noch einen Pranger und einen Galgen geplant. Zum Glück wurden diese schrecklichen Szenarien nicht herausgebracht. Wie es dann später mit den Rittern weiterging, 2004 gab es ja die erste Ritterburg im System X. Es kamen dann die Pferde
mit der neuen Form heraus. Sie bekamen dann auch neue Schabracken und Umhänge, wunderschöne Bedruckungen. Die Kinder hatten wir ja bereits 93, aber sie bekommen auch Ritterhelme. Und so geht die Ritterentwicklung weiter bis heute zu Novelmoor, das ja auch eine sehr schöne Ritterburg ist, die man erweitern kann, aber die eben nicht diese Flexibilität und Kreativität hat wie die alte klassische Ritterburg von 1993, die bis 2003 im Sortiment war. Zum Schluss zeige ich euch noch die verschiedenen Jubiläumsritter. Ein wunderbarer Jubiläumsritter ist ja zum 30-jährigen Jubiläum im Jahr 2004 herausgekommen. Ein goldglänzender, goldverchromter Löwenritter auf einem neuen Pferd. Diesen Ritter habe ich im Spielwarengeschäft mitgenommen und dieser hat mich vor 20 Jahren zum Sammeln gebracht. Zum 40-jährigen Jubiläum ist als Messebeigabe dieser goldene Ritter herausgekommen. Es war der Schwanenritter mit blauem Schwan, aber er war nicht mal goldverchromt, sondern mit einer goldfarbenen Rüstung. Als Zeitschriftenbeilage ist auch der Ritter von 1974 neu aufgelegt worden. Heuer im Jahr 2024 haben wir den neuen Jubiläumsritter. Der Jubiläumsritter ist eigentlich eine Nachbildung des Schwanenritters. Der Schwanenritter ist im Jahr 99 als Einzelfigurenpackung herausgekommen. Er hatte einen dunkel goldfarbenen Harnisch und der neue Jubiläumsritter hat den Visierhelm vom alten Jubiläumsritter und die Rüstung, aber das Pferd und die Schabracke ähneln dem Schwanenritter. Hier sehen wir nochmal den alten Schwanenritter und den neuen Jubiläumsritter nebeneinander. Mit diesen Bildern möchte ich mich heute von euch verabschieden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. In der nächsten Woche werde ich euch den Bauernhof von 1993 zeigen. Auf Wiedersehen.